In aller Schamlosigkeit fordert die SPD Steuererhöhungen für Reiche und für nicht so Reiche, denn auch die Erbschaftssteuer soll erhöht werden bzw. die Freibeträge reduziert werden. Was das für dich bedeutet und wie du dich vielleicht davor schützen kannst, das will ich dir in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Natürlich, das Thema Steuererhöhungen löst bei vielen Leistungsträgern Angst um das eigene Vermögen aus und dann gibt es für viele nur einen Ausweg und das ist Auswandern. Deswegen veranstalten wir regelmäßig interessante Seminare und auch Reisen in interessante Auswanderungsdestinationen, zum Beispiel Irland, Malta, Schweiz, Dubai, Sansibar etc. pp. Komm zu einem dieser Seminare hin, wenn du wirklich auswandern willst, denn da lernst du in kurzer Zeit, in wenigen Tagen alles, was du zum Thema Steuern und Auswandern wissen musst. Nicht nur, welche steuerlichen Gesetze du in dem neuen Land möglicherweise beachten musst, sondern auch, was es in Deutschland zu beachten gibt, wenn du wegziehst. Und da gibt es ja sehr vieles. Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung und auch das Thema Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer ist für viele Auswanderer ein Problem. Also schau dir die Seminare an, die wir veranstalten. Infos auf unserer Webseite, Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare in Zürich zum Beispiel kennenzulernen. Ja, es kommt nicht wirklich überraschend. Die SPD fordert Steuererhöhungen. Das ist ja schon ziemlich schamlos, muss man sagen, denn noch nie hat der deutsche Staat so viel Geld eingenommen, noch nie hat er so viele Schulden gemacht und es reicht trotzdem einfach nicht aus. Wenn du und ich zu viel Geld ausgeben und unser Einkommen nicht ausreicht, um unsere Lebenshaltungskosten zu finanzieren, dann müssen wir eins machen, dann müssen wir den Gürtel enger schnallen, dann müssen wir sparen. Dann ist vielleicht der Urlaub nicht so schön, dann gehen wir vielleicht seltener in Restaurants, kaufen vielleicht seltener ein neues Auto oder verschieben den Kauf eines Ferienhauses auf einen späteren Zeitpunkt. Nicht so der Staat. Der Staat denkt gar nicht daran, den Gürtel enger zu schnallen. Und das ja, obwohl Deutschland in einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage ist. Seit 6 Jahren kein Wachstum, seit 3 Jahren Rezession, die längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber nein, Deutschland denkt nicht daran, den Gürtel enger zu schnallen. Stattdessen wird immer mehr ausgegeben. Der Sozialstaat wird immer mehr ausgebaut. Es gibt immer weniger, die Steuern zahlen, einfach aufgrund der geografischen Entwicklung in Deutschland und natürlich, weil viele Leistungsträger auch das Land verlassen. Aber wie gesagt, anstatt zu sparen, anstatt zum Beispiel beim Sozialstaat einzusparen, braucht man neues Geld. Und dieses Geld bekommt man entweder, indem man neue Schulden macht oder eben indem man die Bürger anzapft. Der Deutsche wird jetzt ja ohnehin schon ohne Ende angezapft. Gerade die Leistungsträger bezahlen sehr hohe Steuern, insbesondere jene, die ein hohes Einkommen haben. Deshalb kann man natürlich in gewisser Weise sagen, es ist eigentlich gerecht, dass bei der deutschen Erbschaftssteuer es im internationalen Vergleich vielleicht relativ großzügige Freibeträge gibt. Beim Ehepaar gibt es einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Erbschaftssteuer oder bei der Schenkungssteuer alle 10 Jahre. Bei Kindern sind es 400.000 und dann nimmt der Freibetrag ab, wenn es dann um Enkel oder andere Verwandte geht oder eben einfach Fremde, denen du etwas schenken oder vererben willst. Man muss ja sagen, dass das, was du vererbst, ja alles schon mal versteuert ist. Da sind ja Steuern drauf bezahlt worden. Es ist ja nicht so, dass du hier unversteuertes Geld oder unversteuertes Vermögen verschenkst. Machen wir mal ein Beispiel. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel Aktien verschenkst, nehmen wir einmal an, du hast eine Apple-Aktie gekauft vor 10 Jahren zu einem sehr günstigen Preis, sagen wir mal für $100 und jetzt ist die Apple-Aktie $500 wert. Wenn du diese Aktie verschenkst, da wird der Wert zugrunde gelegt, zu welchem du diese Aktie gekauft hast. Das sieht zum einen mal wie ein guter Deal aus, wenn aber dann zum Beispiel dein Erbe oder der Beschenkte die Aktie verkaufen will, muss er voll den Kapitalertrag darauf bezahlen. Es wird letztlich nur Vermögen verschenkt und vererbt, auf welches mindestens einmal Steuern bezahlt worden sind. Wenn du zum Beispiel an Gewinnausschüttungen von Unternehmen denkst, dann ist ja darauf vielfach auch schon Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer bezahlt worden, nochmal 30%. Also das heißt, wenn du dir eine GmbH-Gewinnausschüttung anschaust, mal angenommen, die GmbH macht 100.000 Euro Gewinn, dann zahlt die GmbH darauf 30% Steuern ungefähr, dann kann sie 70.000 an dich ausschütten, dann zahlst du darauf nochmal Abgeltungssteuer, 25% plus Soli. Das heißt also, da sind wir schon bei über 50% an Steuern. Das heißt, das ganze Geld ist schon zweimal versteuert worden, wenn es erstmal in deinem Besitz ist. So, und wenn du es jetzt noch verschenkst, ja, dann wird dann nochmal Steuer fällig, wenn du dich außerhalb der Freibeträge befindest. Also diese ganze Aussage von wegen, dass die deutschen Freibeträge bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer so großzügig sind, das mag vielleicht sein, aber dafür sind ja auch
die Steuern, die davor bezahlt werden, so unendlich hoch. Übrigens ist es eine komplett falsche und irreführende Aussage zu sagen, dass im internationalen Vergleich die deutschen Erbschaftssteuern so niedrig sind. Also zum Beispiel in der Schweiz gibt es auf Bundesebene überhaupt keine Erbschaftssteuer. Kantone können dann Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer erheben, aber vielfach sind zum Beispiel Schenkungen und Erbschaften an Kinder, Enkel, Ehepartner komplett ausgenommen. In den USA ist der Freibetrag bei Schenkung und Erbschaft weit über 10 Millionen Dollar. Sowohl in Italien als auch Portugal gibt es praktisch keine Schenkung und Erbschaftssteuer oder nur in sehr geringem Ausmaß. In England ist es so, dass du an deinen Ehepartner so viel verschenken und vererben kannst, wie du willst, wird überhaupt keine Steuer fällig. Also, man kann es wirklich nicht so sagen, dass die deutschen Erbschaftssteuern und Schenkungssteuern so gering sind. Du hast vielleicht das Argument gehört, dass Betriebsvermögen besonders steuergünstig übertragen werden kann. Ja, auch das ist natürlich korrekt, aber das macht man ja aus bestimmten Grund. Man will nämlich, dass der Betrieb erhalten bleibt. Wenn ich jetzt nämlich Steuern bezahlen muss ich ja möglicherweise den Betrieb verkaufen, um dann die Steuern zu bezahlen. Dann kauft irgendein chinesischer Investor diese Firma, nur damit ich die Erbschaftssteuer bezahlen kann. Was für ein kompletter Schwachsinn. Apropos Chinesen, es wäre doch mal eine gute Idee, wenn mal unser Staat, wenn mal unsere Regierung tatsächlich an richtiger Stelle sparen könnte. Hast du gewusst, dass im Jahre 2022 noch über 500 Millionen Euro an Entwicklungshilfe an China geflossen sind? Mittlerweile wurde das reduziert, da muss man ehrlich sein. 500 Millionen, stell dir mal das vor. Also China, der Staat, der die deutsche Wirtschaft zerstört, wird auch noch dabei unterstützt. Jetzt hatte ich gerade eben gesagt, dass diese Wirtschaftshilfe zurückgenommen wird, aber jetzt schauen wir uns zum Beispiel Namibia an. Auch Namibia bekommt von Deutschland Entwicklungshilfe in Milliardenbeträgen, um dort erneuerbare Energieprojekte zu realisieren. Die Technologie, die dafür im Einsatz ist, die wird dann nicht etwa bei deutschen Unternehmen gekauft. Nein, mit dieser deutschen Entwicklungshilfe kaufen die Namibianer dann wiederum in China ein. Also wäre es nicht mal eine sinnvolle Maßnahme, zum Beispiel die Entwicklungshilfe komplett zusammenzustreichen? Wir alle kennen ja die Story dieser Fahrradwege auf Peru. Wir alle wissen ja, was unter Doge hier auch in den USA passiert ist mit Elon Musk und welche skandalösen Projekte und welche skandalöse Geldverschwendung hier aufgedeckt wurde. Das wäre doch mal eine echte Maßnahme. Da gibt es noch zig andere Sparpotenziale. Den Sozialstaat hatte ich ja schon angesprochen, welche der Staat einmal angehen könnte, wenn sie ehrlich wären, unsere Politiker, was sie ja leider nicht sind. Sondern was unsere Politiker machen, ist, dass sie Steuergelder, was der Bürger hier sich abgespart hat, wofür hart gearbeitet hat, Geld, was dem Bürger entzogen wird, wird dann in irgendwelche ideologisch gefärbten Projekte weltweit investiert oder auch natürlich zu Hause, wenn man sich den überbordenden Sozialstaat einmal genau anschaut. Also Erbschaftssteuer ist sicherlich ein Thema. Dann als weiteres Thema soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Das ist wahrscheinlich die höchste Steuererhöhung, die es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Das musst du dir mal vorstellen. Und da hat diese Regierung noch Stein und Bein geschworen, dass sie keine Steuern erhöhen will. Außerdem redet man ganz offen von einer Vermögensteuer oder von einer einmaligen Vermögensabgabe. Hier wird gesagt, naja, wir haben ja irgendwelche Sonderausgaben für die Rüstung. Wir müssen uns hier im Krieg wappnen gegen Russland, damit die Russen uns nicht angreifen können. Dafür können wir jetzt doch mal eine einmalige Vermögensabgabe verlangen. Mit Sicherheit, und das kann ich dir garantieren, kommen auch noch weitere Maßnahmen in der Zukunft. Man muss natürlich jetzt erstmal sehen, was aus diesen ganzen Vorschlägen wirklich wird. Momentan ist ja Merz noch strikt dagegen. Aber wir wissen ja, dass nicht Merz wirklich das Sagen hat, sondern dass er auf die SPD angewiesen ist. Und es würde mich wundern, wenn dort keine Steuererhöhungen kommen. Mit Sicherheit werden auch die anderen Maßnahmen aufgegriffen werden, die man schon mal diskutiert hat während den Koalitionsverhandlungen, nämlich die Abschaffung der Spekulationsfrist bei Immobilien, also dass du dann immer auf den Verkauf von Immobilien Steuern bezahlen musst. Das gleiche natürlich auch bei Gold und Bitcoin, bei Krypto. Das wird mit Sicherheit über kurz oder lang in Deutschland kommen. Ich habe das schon alles vorausgesagt, schon seit vielen Jahren. Ich habe dazu schon vor Jahren Videos hier gemacht. Ich habe dir gesagt, dass genau das kommt. Die einzige Lösung, die es für dich gibt, ist Deutschland zu verlassen und am besten auch die EU, um dich aus dieser Gefangenschaft zu befreien und um zu verhindern, dass dein Vermögen enteignet wird. Denn am Ende ist der Dumme, der hart arbeitet, der sein Vermögen verantwortungsvoll investiert, der spart, der Unternehmen baut, der Jobs schafft, der ist am Ende der Dumme und das musst du tatsächlich einmal erkennen. Wenn du immer noch so gutgläubig bist und denkst, dass der Staat gut mit dir meint und dass es hier ein gutes Ende gibt, dann wirst du weiterhin der Dumme sein, der gemolken wird.
Der Staat wird erst dann zufrieden sein, wenn er euch alles weggenommen hat. So ist die Realität. Und um dich davor zu schützen, gibt es nur einen Weg und der heißt raus. Leider ist es so, dass wenn du jetzt auswanderst, du dich nicht von der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer befreien kannst, denn als deutscher Staatsbürger fällst du noch für mindestens 5 oder sogar auch 10 Jahre voll unter die deutsche Erbschaft und Schenkungssteuer, selbst wenn du nicht deutsches Vermögen verschenkst, vererbt, auch wenn deine Erben, deine Beschenkten nicht in Deutschland wohnen. Schockierend aber wahr. Das könntest du damit vermeiden, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibst. Aber für die meisten ist das natürlich kein Thema. Und selbst natürlich einen neuen Pass zu bekommen, dauert immer mehrere Jahre. Weil wir also von einem Prozess sprechen, der jahrelang dauert. Ja, das heißt, selbst wenn du jetzt Deutschland verlässt und in 5 Jahren zum Beispiel werden dann die Erbschaftssteuern erhöht und die Schenkungssteuern, dann bist du voll davon betroffen, auch wenn du schon 5 Jahre nicht mehr in Deutschland lebst. Das heißt, weil die Uhr anfängt zu ticken, erst wenn du Deutschland verlassen hast, ist es so wichtig, dass du so schnell wie möglich gehst. Es ist eigentlich egal, wohin du gehst. Es kann die Schweiz sein, es kann auch Österreich sein, wo es gar keine Schenkung- und Erbschaftssteuer gibt. Aber wie gesagt, du musst ja in Deutschland weiter bezahlen. Aber wichtig ist, dass du gehst, denn erst dann fängt die Uhr an zu ticken. Und das sind jahrelange Prozesse, wie ich ja schon gesagt habe. Das heißt, je früher du anfängst, dich vorzubereiten, desto besser ist es. Da kann man gewisse Zwischenschritte machen. Man kann zum Beispiel eine Stiftung gründen. Auch damit kannst du dich natürlich schon dem Vermögen in gewisser Weise entledigen. Stiftung in Liechtenstein, wir haben Mandanten, die das machen, die übertragen dann ihr Vermögen dahin. Dann sind sie natürlich schon kurzfristig von der Erbschaft und Schenkungssteuer gegebenenfalls befreit, wenn man es richtig macht. Und dann leben sie später im Ausland und lassen sich dann das Vermögen der Stiftung ausschütten, so wie sie es eben brauchen. Also wichtig ist, dass du jetzt handelst, dass du nicht länger wartest, dass du nicht der Frosch bist, bei dem die Temperatur immer weiter aufgedreht wird. Denn die Steuern sind ja nicht nur das einzige Risiko. Wir haben auch schon oft über die geopolitische Situation gesprochen und die ganzen Systemrisiken, Finanzcrash und so weiter, die es ebenso auch noch gibt. Also wenn dir dein Vermögen lieb ist, dann fang dich an zu befassen mit einem konkreten Plan B. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare oder Reisen kennenzulernen. Ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link zu all diesen schönen Themen hier in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschaffen. Auswandern, Plan B im Ausland, Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Konten im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.